Freitag, 10. Dezember 2010, Karlsruhe, kurz vor 16 Uhr. Gleich springt die Weihnachtsbeleuchtung an. Die Fußgängerzone am Karlstor ist voll mit Menschen, die letzte Geschenke kaufen. Ein Mann und eine Frau treten aus der Volksbank-Filiale. Sie tragen Perücken und Sonnenbrillen. In ihren Taschen steckt Bargeld. Am Gürtel des Mannes eine tschechische Pistole der Marke Česká und 2 geladene Reservemagazine mit insgesamt 28 Schuss. In genau diesem Moment hält ein Polizeistreifenwagen neben ihnen. 2 28 Jahre junge Polizisten steigen aus. Was dann passiert, dauert genau 18 Sekunden. 31 Schüsse fallen. Kugeln schlagen in Autotüren, in die Fassade einer Musikschule, in eine Straßenbahnhaltestelle. Passanten rennen in Panik, manche denken an einen Terroranschlag, andere an einen Amoklauf. Am Ende liegen 2 Menschen tot auf dem Gehweg, direkt neben dem Zaun des Bundesgerichtshofs. So endet an diesem Freitagabend die längste Bankraubserie der deutschen Kriminalgeschichte. 15 Jahre lang hatten 2 Menschen 21 Banken in Nordbaden und der Südpfalz überfallen, über 2 Millionen Euro erbeutet und die Polizei zum Narren gehalten. Und weil sie bei ihren Raubzügen immer höflich waren, sich bei ihren Opfern entschuldigten und gestohlene Autoschlüssel per Post zurückschickten, gab die Presse ihnen den Spitznamen, der sie berühmt machte: die Gentleman-Räuber. Alles beginnt am 13. April 1995 in Karlsruhe, Wohlfahrtsweier. Wohlfahrtsweier ist ein ruhiger Stadtteil am Rand von Karlsruhe. Die dortige Sparkassenfiliale wird an diesem Tag überfallen. Die Täter sind 2 Männer. Sie treten entschlossen auf, aber sie schreien nicht, drohen nicht mit dem Tod und sie schlagen niemanden. Sie fordern das Geld, nehmen es und verschwinden. Keine Videoüberwachung zeichnet den Überfall auf. Die Täter haben die Filiale offenbar im Vorfeld tagelang beobachtet und genau eine Bank ausgewählt, die keine funktionierende Kameraanlage besitzt. Ein halbes Jahr später, am 27. Oktober 1995, trifft es die Sparkasse im Philippsburger Stadtteil Rheinsheim. Dann im Februar 96 gleich 2 Filialen innerhalb einer einzigen Woche. Die Sparkasse Altlusheim am 2. Februar und die Volksbank Speyer-Westheim am 9. Februar. Im März die Sparkasse Malchenberg, im Juli die Sparkasse Roth. 6 Überfälle in etwas über einem Jahr. Das Muster ist immer das gleiche. Kleine Filialen in Vororten und ländlichen Gebieten, veraltete Überwachungstechnik, präzise Vorbereitung, höfliches Auftreten. Die Täter haben eine Methode, die sich von fast allen anderen Bankräubern in Deutschland unterscheidet. Sie bedrohen die Angestellten zwar mit Waffen, aber auf eine Art, die mehrere Opfer später als seltsam kontrolliert beschreiben werden. Es geht sachlich zu, fast wie eine Geschäftstransaktion. Sie nehmen das Geld, sie sichern den Rückzug und achten darauf, dass niemand zu Schaden kommt. Es gibt keine Gewalt, jedenfalls nicht in den ersten Jahren. Und dann geschieht etwas, das aus gewöhnlichen Bankräubern eine Legende machen sollte. Nach einem der Überfälle hatte die Bande einer der Geisel den Autoschlüssel abgenommen, um den Wagen als Fluchtfahrzeug zu nutzen. Das ist in solchen Situationen nicht ungewöhnlich. Was danach passierte allerdings schon. Einige Tage später bekommt die Geisel ihren Schlüssel per Post zurück. Bei einem anderen Überfall entschuldigen sich die Täter sogar schriftlich bei den Bankangestellten für die erlittenen Unannehmlichkeiten. Die Ermittler taufen die unbekannten Täter daraufhin die Gentleman-Räuber. In den ersten Jahren besteht die Gruppe aus 3 Personen, mindestens 2 Männern und einer Frau. Wer genau wann dazukommt, lässt sich nicht exakt rekonstruieren. Was die Polizei weiß: Beim 8. Überfall im August 1998 auf die Sparkasse Lustadt taucht zum ersten Mal eine Frau als Täterin auf den Überwachungsbildern auf. Davor waren es ausschließlich Männer. Im Jahr 2001 gibt es eine Pause. Kein Überfall ein ganzes Jahr lang. Dann ab Juni 2002 geht es weiter, aber nur noch zu zweit. Ein Mann und eine Frau. Der 3. Täter ist verschwunden. Ob er ausstieg, verhaftet wurde oder etwas ganz anderes passierte, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die Staatsanwaltschaft wird später sagen, dass seine Identität bekannt sei, aber kein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Ein Phantom, das bis heute frei ist. Was ab 2002 auffällt, ist der Rhythmus. Die Überfälle folgen jetzt einem fast jährlichen Takt. Oktober 2002 die Sparkasse St. Leon. Januar 2004 dieselbe Filiale noch einmal. 2005 bis 2010 immer eine Bank pro Jahr, manchmal dieselbe Filiale zweimal. Stellt euch das mal vor. Eine Sparkassenfiliale wird überfallen. Die Angestellten erleben den schlimmsten Tag ihres Berufslebens.
Es gibt Ermittlungen, neue Sicherheitsmaßnahmen, vielleicht eine neue Alarmanlage. Und dann 1 oder 2 Jahre später stehen dieselben Bankräuber wieder vor dem Tresen. Genau das ist bei mindestens 3 Filialen passiert. Die Sparkasse Alt-Lußheim wurde sogar 3-mal überfallen. 96, 97 und 1999. 3-mal dieselbe kleine Sparkasse in derselben Gemeinde. Das erfordert entweder extremes Selbstvertrauen oder extreme Gleichgültigkeit gegenüber dem Risiko. Auch die Verkleidung ändert sich über die Jahre. Am Anfang treten die Täter sogar unmaskiert auf. Dann wechseln sie zu Wollmützen mit Seeschlitzen. Ab der Jahrtausendwende tragen sie nur noch Perücken und Sonnenbrillen. Genug, um nicht sofort erkannt zu werden, aber nicht genug, um auf den Überwachungsbildern unsichtbar zu bleiben. Im Laufe der Jahre werden die Phantombilder der Polizei immer besser. Trotzdem kommt die Fahndung keinen Schritt voran. Die Täter werden sogar bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Millionen Zuschauer sehen die Phantombilder im Fernsehen. Das Ergebnis? Nichts. Kein einziger brauchbarer Hinweis. Das Bundeskriminalamt führt die Bande ganz oben auf seiner Fahndungsliste. 50.000 Euro Belohnung sind ausgesetzt. Die Ermittler haben Überwachungsbilder, Phantombilder, DNA-Spuren von Tatorten und trotzdem nichts. Das Problem ist die Herkunft der Täter. Alle Ermittlungsansätze gehen davon aus, dass die Bankräuber aus der Region stammen. Man sucht in Nordbaden, in der Pfalz, in ganz Baden-Württemberg. Niemand kommt auf die Idee, dass 2 Menschen aus einem Dorf in Südböhmen regelmäßig nach Deutschland einreisen, eine Bank ausrauben und noch am selben Tag wieder zurückfahren. Dubenetz ist ein verschlafenes Dorf im Bezirk Bečbram in Südböhmen. Etwa 120 Kilometer südwestlich von Prag. Hier, in einem bescheidenen Einfamilienhaus mit weißem Anstrich und einem Holzzaun, leben Jaroslav und Ruzena B. sowie viele ihrer Nachbarn. Unauffällig, zurückhaltend, sie gehen nicht einmal zu den Dorffesten. Im Ort kennt man die beiden als ruhiges Ehepaar, das niemandem Probleme macht. Die Nachbarn werden das später gegenüber Journalisten bestätigen. Mit denen gab es nie Probleme, sie waren ruhig. Man weiß nicht genau, womit Jaroslav sein Geld verdient. Die weit verbreitete Annahme im Dorf ist, dass er einen gut bezahlten Job bei einer Bank hat. Auf eine makabere Art stimmt das sogar. Was die Nachbarn nicht wissen: Jaroslav arbeitet vermutlich als Medikamentenkurierfahrer. Dieser Job bringt ihn nachts durch die Region Nordbaden. Er lernt die Straßen kennen, die Ausfahrten, die kleinen Ortschaften mit ihren Sparkassenfilialen. Er kennt die Fluchtwege auswendig, bevor er auch nur einen einzigen Überfall plant. Ob das eine bewusste Tarnung ist oder ob die Überfälle erst aus der Ortskenntnis heraus entstehen, das lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Was sich hingegen rekonstruieren lässt, ist, warum das Geld nie reicht. Über 2 Millionen Euro erbeuten die beiden in 15 Jahren. Trotzdem leben sie in einem Haus, in dem es offenbar nicht einmal ein richtiges Schlafzimmer gibt. Sie schlafen auf der Couch. Das einzige sichtbare Zeichen von Wohlstand ist eine moderne Einbauküche. Wo sind die 2 Millionen Euro also geblieben? Die Antwort finden die Ermittler später in Form von 300 Wettscheinen. Jaroslav ist spielsüchtig. Er verspielt offenbar fast die gesamte Beute bei Sportwetten und in Spielhallen. Seine Frau soll davon nichts erfahren haben. Zumindest deuten die Recherchen darauf hin. Die Kriminalpolizei schätzt die monatlichen Ausgaben des Paares auf rund 10.000 Euro und rechnet daher noch vor Weihnachten 2010 mit dem nächsten Überfall, und sie sollten Recht behalten. Jaroslav und Ruzena haben auch einen Sohn. Er ist 20 Jahre alt und der Sohn von Ruzena aus einer früheren Beziehung. Jaroslav ist sein Stiefvater. Der junge Mann ahnt nichts von dem, was seine Eltern tun. Wenn sie nach Deutschland fahren, fahren sie allein. Und wenn sie zurückkommen, bringen sie kein sichtbares Geld mit. Er wächst auf in dem Glauben, sein Stiefvater arbeite bei einer Bank. Über Ruzenas Hintergrund ist wenig gesichert. Recherchen deuten darauf hin, dass sie vor ihrer Beziehung mit Jaroslav in der Prostitution gearbeitet haben könnte. Ob sie freiwillig in das Leben als Bankräuberin einstieg oder ob Jaroslav sie dazu brachte, ist eine der Fragen, die auch nach 15 Jahren Ermittlung nicht eindeutig beantwortet werden können. Am 8. Dezember 2010, einem Mittwoch, steigen Jaroslav und Ruzena in ihr Privatfahrzeug und fahren von Dubenetz nach Pforzheim. In Pforzheim checken sie in ein Hotel ein. Es ist dasselbe Hotel, in dem sie bereits im Juli 2010 übernachtet haben, als sie die Sparkasse Grünwinkel überfielen. Dieselbe Stadt, dasselbe Hotel. Die Polizei wird dieses Detail später als bemerkenswert bezeichnen.
2 Tage verbringen sie dort. Was genau sie in diesen 48 Stunden tun, ist nicht bekannt. Vermutlich bereiten sie sich vor, erkunden die Route und überprüfen das Ziel. Am Freitag, dem 10. Dezember, fahren sie dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Karlsruhe. Und hier weichen sie von ihrem Muster ab. Zum ersten Mal in 15 Jahren wählen sie keine Vorstadtfiliale, keine kleine Sparkasse am Rand einer Kleinstadt. Stattdessen betreten sie kurz vor Geschäftsschluss gegen 16 Uhr die Volksbank-Filiale am Karlstor, mitten in der Karlsruher Innenstadt, in einer belebten Einkaufsstraße, wenige Tage vor Weihnachten. Warum sie dieses Risiko eingehen, wird nie geklärt. Was in der Bank passiert, folgt dem üblichen Ablauf. Sie fordern Geld, stecken es ein und sperren die 5 Bankangestellten und 4 anwesenden Kunden in einen separaten Raum. Sie nehmen den Eingeschlossenen die Mobiltelefone ab. Und sie fordern wie schon so oft die Autoschlüssel der Anwesenden, um sich ein Fluchtfahrzeug zu organisieren. Doch diesmal rückt niemand seinen Autoschlüssel raus. Vielleicht hat keiner der Anwesenden sein Auto in der Nähe geparkt, vielleicht weigerten sie sich auch. Das bedeutete, die Gentleman-Räuber müssen die Bank zu Fuß verlassen. Zu Fuß. Mitten in der Innenstadt mit Perücken und Sonnenbrillen in einer vorweihnachtlich belebten Fußgängerzone. Was sie nicht wissen: Einer der Bankangestellten konnte vorher den stillen Alarm auslösen. Die Polizisten Bernd Skola und Anja Friedl, beide 28 Jahre alt, beide mit dem Streifenwagen mit dem Rufzeichen Günther 1162 unterwegs, erhalten kurz nach 16 Uhr einen Alarm. Die beiden Täter treten in genau dem Moment aus der Bank, als sie am Karlstor ankommen. Skola und Friedl steigen aus dem Wagen. Auf dem Rücksitz sitzt ein junger Polizeihospitant, ein Berufsanfänger, der seinen ersten Einsatz fährt. Skola ruft dem Mann mit der Perücke zu: Schmeiß die Waffe weg! Der Mann reagiert nicht. Er zieht seine Jessica-Pistole und zielt auf Skola. Skola sieht das kleine schwarze Loch an der Mündung und hat vielleicht eine Sekunde, um zu entscheiden, ob die Waffe echt ist. Es gibt keinen Dorn am Lauf, der auf eine Schreckschusspistole hindeuten würde. Die Waffe ist echt. Skola feuert einen Warnschuss in ein Blumenbeet neben dem Mann. Fast zeitgleich drückt Jaroslav ab. Die Schüsse explodieren in den Ohren der Polizisten, als ginge eine Bombe hoch. Danach hören sie keine Knalle mehr, nur noch Klicks und dumpfe Geräusche, wie als wären sie weit weg. Das Gehirn blendet den Lärm aus. Sie sehen nur noch den Zeigefinger des Mannes, der sich krümmt und krümmt, immer und immer wieder. 18 Sekunden, 31 Schüsse. Skola trifft Jaroslav in die Beine, dann weiter oben. Jaroslav zuckt zusammen, bleibt stehen und hört nicht auf zu schießen. Friedl spürt ein Ziehen, dann einen Stich im rechten Oberschenkel. Die Kugel hat knapp eine Arterie verfehlt. Sie kriecht über die Sitze des Streifenwagens auf die andere Seite in Deckung, greift zum Funkgerät und ruft: Schießerei! Schießerei! Kugeln bohren sich in die Tür einer Musikschule. Sie schlagen in die Seite des Streifenwagens. Sie treffen ein parkendes Auto und zertrümmern eine Scheibe an der Straßenbahnhaltestelle. Autofahrer an der nahen Ampel geben Gas und suchen das Weite. Es klingt wie Maschinengewehrfeuer. Ruzena hat ebenfalls ihre Waffe gezogen. Auch sie wird von Polizeikugeln getroffen. Sie sackt auf den Boden. Dann hebt sie ihre Waffe ein letztes Mal, steckt sie sich in den Mund und drückt ab. Jaroslav wird von einem Schuss in die Brust getroffen. Er fällt und erst dann hört er auf zu schießen. Minuten später stirbt auch er. Die Schüsse sind kaum verhallt, da passiert noch etwas. Ein langhaariger Mann mit einer Waffe im Anschlag rennt plötzlich auf den Tatort zu. Skola brüllt ihn im breitesten Badisch an: Wer bist denn du? Obwohl er die Antwort instinktiv schon kennt. Der Mann bewegt sich wie ein Polizist und seine Pistole ist eindeutig eine Polizeiwaffe. Kripo, ruft der Mann. Ein Rauschgiftfahnder in Zivil, der zufällig am Karlstor einen Drogeneinsatz gefahren hat und zu Hilfe eilen wollte. Ermittler werden später sagen, dass eine einzige falsche Reaktion in diesen Sekunden einen weiteren Toten hätte bedeuten können. Und dann ist da noch ein Mann, der 10 Meter von den Leichen entfernt auf dem Boden liegt, die Hände an den Ohren. Er ist kein Komplize, er war nur ein Passant, den die Bankräuber auf ihrer Flucht aus der Filiale überholt hatten. Als er den Kopf hebt, blickt er in den Lauf einer Polizeipistole. Er erkennt nicht, dass ein Beamter vor ihm kniet. Er sieht nur die Mündung und dahinter, wie er später sagen wird, eine Fratze. Der Mann wird vorläufig festgenommen. Eine Stunde später stellt sich heraus, dass er völlig unschuldig ist. Was die Polizisten nicht wissen konnten: Die Familie dieses Mannes war vor Jahren vom Amoklauf an einer Schule in Erfurt betroffen.
Er dachte, er sei wieder in der Hölle eines Amoklaufs gelandet. Dass bei dieser Schießerei mitten in einer weihnachtlich belebten Einkaufsstraße kein einziger Passant verletzt wird, grenzt an ein Wunder. Polizeipräsidentin Gericke wird es wenig später auf den Punkt bringen. Ich freue mich nicht, dass 2 Bankräuber tot sind. Ich freue mich nur, dass kein Unbeteiligter zu Schaden kam und meine beiden Kollegen noch leben und gesund sind. In den Tagen danach setzt die Ermittlungsmaschine ein. Die beiden Toten haben Ausweispapiere bei sich. Die Identifizierung geht schnell. Im Hotelzimmer in Pforzheim finden Ermittler persönliche Dokumente und Kleidungsstücke. Am 14. Dezember bestätigt ein DNA-Abgleich endgültig, dass es sich bei den beiden Toten um die Gentleman-Räuber handelt. 15 Jahre Fahndung, 21 Überfälle, Aktenzeichen XY, 50.000 Euro Belohnung. Und am Ende war es ein stiller Alarmknopf unter dem Tresen einer Bankangestellten, der das Ganze beendete. Die Nachricht verbreitet sich schnell. In den Boulevardzeitungen ist von einem Showdown die Rede, von Bonnie und Clyde in Karlsruhe. Reporter sprechen von einem filmreifen Ende. Die Nachricht erreicht auch Dubenitz. Der 20-jährige Sohn erfährt, dass seine Mutter und sein Stiefvater nicht nur tot sind, sondern die meistgesuchten Bankräuber Deutschlands waren. Die Nachbarn glauben es nicht. Der Mann, der angeblich bei einer Bank arbeitete, hat tatsächlich bei Banken gearbeitet. Nur eben anders als alle dachten. Anja Friedl, die angeschossene Polizistin, wird noch am Tattag operiert. Die Kugel hatte knapp eine Arterie verfehlt. Eine Woche später kann sie das Krankenhaus verlassen. Bleibende Schäden sind nicht zu erwarten. Laut Recherchen des BNN-Podcasts feiert Friedl seitdem jedes Jahr den 10. Dezember. Nicht als Trauertag, sondern als den Tag, an dem sie überlebte. In den Wochen danach geht sie heimlich zum Streifenwagen Günther 1 162, der inzwischen repariert und in einem anderen Revier wieder im Einsatz ist. Am Schlüsselbund baumelt plötzlich ein kleiner Engel. Sie hatte ihn im Krankenhaus geschenkt bekommen und heimlich angebracht. Ein Schutzengel, sagt sie, wie wir ihn in diesem Auto hatten. Bernd Skola, der Polizist, der Jaroslav B. erschoss, beschäftigt sich mit den Fragen, die nach so einem Einsatz kommen. Hatte er Kinder? Wer trauert um ihn? Warum hat er nicht aufgehört zu schießen? In der Ausbildung hatte er sich gefragt, ob und wann er seine Waffe jemals benutzen würde. Er hatte befürchtet, danach ein seelisches Wrack zu sein. Er ist kein Wrack, aber er weiß, dass er selbst nur um Haaresbreite davongekommen ist. Die Staatsanwaltschaft wird Monate später in ihrem Abschlussbericht schreiben, dass das Handeln der beiden Polizisten nicht nur gerechtfertigt, sondern aus Gründen der Notwehr auch geboten war. Die Geschichte der Gentleman-Räuber wird danach Teil der deutschen Kriminalgeschichte. Die Journalistin Marianne Paschkiewicz-Kloß recherchiert jahrelang bei Justiz und Polizei sowie im tschechischen Umfeld des Ehepaars und veröffentlicht 2016 einen Roman, der auf diesem Fall basiert. Anfang 2026 erscheint ein ausführlicher True-Crime-Podcast der Badischen Neuesten Nachrichten, der auf Polizeiakten und exklusiven Quellen aufbaut und erstmals viele Details ans Licht bringt, die vorher nicht öffentlich bekannt waren.